Wollt ihr wissen, was sich in dieser Kiste befindet? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Riesenkiste, ist auch etwas Großes drin, wie ihr im Titel sehen könnt. Ja, ist zwar scheiße, aber ein neuer Helm ist da. Zumal ja mein vorheriger Helm gar nicht so alt ist, also die SMK. Nur leider ist die mir jetzt schon sehr oft runtergefallen. Und so ein Glück, das ich ja habe, sehr oft auf kiesigem Untergrund, also Steine oder Kiesel. Ja, einmal da drückst du noch ein Auge zu, beim zweiten Hinfallen drückst du beide Augen zu. Aber nachdem es jetzt schon das dritte Mal runtergefallen ist, Außerdem sieht der Helm, obwohl ich es erst seit einer Saison habe, also ein Jahr ziemlich genau jetzt, ist er so abgefuckt. Katastrophe. Aber ja, was soll ich sagen, manchmal ist halt teuer schon besser. Und der war ja der günstigste Carbon-Helm. Naja, kommen wir zurück zum neuen Helm. Wie ihr im Titel sehen könnt, wisst ihr schon, um was es sich geht. Mein Kumpel Hamti hat schon seit Jahren Scorpion und ist mega happy damit. Und hat da auch geschwärmt von wegen ein sehr guter Mittelklasse-Helm. Was also vor allem qualitativ gut, aber noch zahlbar ist. Und deswegen habe ich mir halt auch die Scorpion besorgt. Machen wir es mal auf. Also, was heute, ich habe ja sonst so ich habe ja sonst noch eher eine tiefere Stimme, aber was heute los ist, keine Ahnung. Irgendwie habe ich was im Hals. So. Und so. Ich habe halt noch zwei andere Sachen. Aber heute geht es einfach effektiv um die Scorpion. Kann ich das mal so machen? Habe ich noch Platz? So. Die ist wohl auch eine Weile rumgestanden. So, mal von vorne. So. Habe ich natürlich von Louis selber finanziert. Aus diesem Grund auch hier oben unbezahlte Werbung. Ja, es geht. Ich muss das sehr oft immer wieder ablesen, weil ich den Namen, also die Modellreihe vergesse. Es geht hier um die Scorpion Exo GT SP R. Also wer erfindet die verfluchten Namen? Es ist die Matte Black, also die Solid-Variante, sprich es gibt noch andere mit so glänzig matt oder sonst irgendwie mit verschiedenen Farben drauf. Ich wollte einfach die schlicht und einfach schwarz mit den roten Elementen. Seht ihr gleich, was ich da meine. Oder ihr seht es auch auf dem Thumbnail. Für diejenigen. So. Dann können wir wirklich gut verpackt. Oh, sehr schöner Stoff. Also das ist mal ein edler Stoff, hey. Wow. Oh. Haben wir einmal ein Visier. Ich denke mal, das ist das dunkle. Auf den Fotos war ständig das dunkle Visier dran. Deswegen gehe ich davon aus, dass es der ist. Doch nicht. Ja, doch, ein dunkles. Hä? Ja, mache ich jetzt nicht auf. Ihr seht es ja. So, können wir mal hier hin. Wo ist eigentlich mein Helmkissen? Ich muss mal kurz meine Helmkissen suchen, Leute. Ah, hier.
Visier können wir auch mal auf die Seite legen. Und dann, ja, cool. War wirklich eine sehr, sehr edle Tasche. Wow. Wie mache ich das jetzt? Oh Mann. Das waren ja. Das waren Survivalisten. Die haben da Knoten hier getestet. So Leute. Und dann zack. Und bums. Und voilà. Was sagt ihr dazu? Und hepp. Wow. Sehr, sehr schön. Und natürlich die größte M bei mir, weil ich habe nicht so einen riesen Kopf. Sieht wunderschön aus. Wunderschön. Oh. Hier mal von drinnen. So. Ja, ist ein... So. Komm schon. Hey. Muss ich mich dann auch noch dran gewöhnen. Ah nee, ich dachte das wäre. Und weg. Der Stoff ist krass. Also der Stoff ist übel. Wow. Wunderschön, so fein. Ich dachte, der andere Stoff wäre ja, aber das, wow. Emergency Leute, also Notschlaufen. Notschlaufen. Ein guter Windabweiser für im Kinnbereich. Sehr gut. Die Polsterung ist schon recht dick. Schön. Natürlich Scorpion speziell haben wir hier. Und zack, haben wir hier auch die Pumpe, um das ganze Zeug ein bisschen an uns anzupassen. So, was machen wir jetzt? Jetzt gibt es Satisfying, Kleber abheben. Bitte. Moment. Ah, ich hoffe, ihr konntet das hören. So, und dann haben wir hier, genau. Einfach hier mit dem Knopf ein bisschen reindrücken und dann kommt das hoch. So ist er wohl ganz oben. Also es gibt also nur eine Stufe, aber ihr könnt es halt auch zwischendrin lassen, zum Teil, so wie hier jetzt. Es hat keine richtige Rastfunktion, aber es kommt immer was irgendwie dagegen und der drückt. Hier mal die Lufteinlässe, was für mich ehrlich gesagt irrelevant ist. Und da haben wir mega Windgeräusche. Ah, okay, der ist so, aber den hoffe ich, dass der was nützt und viel Luft reinlässt. Weil von irgendwo brauche ich ja dann doch auch Luft, wenn es mal zu warm wird. Und dann haben wir halt hier für das Sonnenvisier, Leute. Ich finde es schön dezent gehalten, aber ich denke, mit den Handschuhen kommt man trotzdem noch gut ran. Zack, zack, zack und zack. Okay, richtig schön. Ja.
sie haben halt, Scorpion hat auch ihr eigenes System, Leute. Deswegen auch hier ein Bluetooth, Dingsbums, Schalala. Ich wollte es einfach mal angucken, aber ich komme nicht dran. Ah, jetzt. Aha, okay, dann macht man das so und ist dann drin. He? Ja, also ich schaue jetzt, dass ich die Sena genau hier drüber platziere. Dann sieht man es nicht, dann sieht es ein bisschen scheiße aus. Und halt, ja, dieses Mal halt wollte ich trotzdem noch etwas, das ein bisschen auffällt. Deswegen halt das Rot da. Dann sieht man mich dann auch ein bisschen mehr. Passt auch zu den Jacken und so. Das Ding ist 1400 Gramm schwer, ist Fiberglas. Ja, wieso 1400? Das Innenvisier ist halt etwas ganz Cooles und Praktisches. Aber natürlich steuert es oder trägt es dem Gewicht auch was dann dazu bei, oder? Aber sonst wirklich sehr clean, wunderschön. Da kann man nicht dran spielen. Schade. Ne, kann man nicht. Ja, probieren wir es mal schnell an. Es sollte eigentlich auch funktionieren. Wow. Also, ich hoffe, ihr hört mich. Es sitzt ziemlich, also wirklich passgenau. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Helm, der so genau auf meinem Kopf saß. Ich habe das Gefühl, man sieht auch irgendwie mehr. Ja, könnte schon sein. Doch, das Gewicht, na gut, wenn dann die ganze Verkabelung und das Sena rankommt, dann gibt es sicher noch irgendwie 200 Gramm plus. Aber wirklich, also das ist echt gut. Lässt man eigentlich die Luft raus. Hätte ich noch kurz irgendwie anschauen sollen. Ne? So, eben Arkadaşlar. Sitzt gut, fühlt sich echt schön an den Wangen. Ja, wirklich so ein ziemlich feines Material. Wisst ihr, was ich komisch finde? Ich habe irgendwie keinen Pinlock. Das haben die aber da mitgeschickt. Silikonöl. Ja. Oder ist das hier drin? Nee. Also, falls ihr kein Pinlock geschickt habt, dann muss ich also sagen, Leute. Schade, schade, schade. Jetzt muss ich noch ein Pinlock bestellen. Ja gut, das ist also wirklich jetzt scheiße, Leute. Sehr viele Helme, bis jetzt alle Helme, die ich bestellt habe, haben ein Pinlock noch dazu gesendet. Und ihr, das geht jetzt gar nicht. Aber ansonsten alles wirklich geil. Gefällt mir sehr. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Bums und schaltet das nächste Mal wieder ein und gebt auf euch Acht. Güle güle!